In den Ländern der EU werden an jedem einzelnen Tag 241.095,89 Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das entspricht 24 Mal dem Gewicht des Eiffelturms. Klingt viel, aber wie schlimm ist das wirklich und wer verschwendet die meisten Lebensmittel? Die derzeitige Lage klingt erstmal unglaublich. 20% der in der EU erzeugten Lebensmittel werden nicht gegessen, sondern vernichtet. Das sind 173 Kilogramm pro Person und Jahr. Gleichzeitig konnten sich zuletzt fast 10% der Menschen in der EU an jedem zweiten Tag keine ausreichende Mahlzeit leisten. Lebensmittel sind wertvoll und werden dennoch verschwendet. 19% der Lebensmittelabfälle in der EU entstehen bei der Verarbeitung der Lebensmittel. Also zum Beispiel bei der Herstellung von Keksen, Toastbrot oder Fertigessen. 12% in der Gastronomie, zum Beispiel in Restaurants, Cafés und Mensen. 11% bei der Erzeugung der Lebensmittel selbst, wenn zum Beispiel all das Gemüse, das nicht der Norm entspricht, weil es zu klein oder krumm gewachsen ist, direkt aussortiert wird. An dieser Stelle haben die verschwendeten Lebensmittel dann schon kostbare Böden und Wasser belastet, durch den Einsatz von Pestiziden und Dünger, obwohl sie nie beim Verbraucher ankommen werden. 5% der Lebensmittel im Groß- und Einzelhandel landen im Müll. Zum Beispiel, wenn niemand die braunen Bananen im Supermarkt kauft. Aber den größten Schaden verursachen wir Verbraucher. Denn die Hälfte der Lebensmittel, die verschwendet werden, verschwenden wir im Haushalt. Alle gemeinsam. Kaufen wir mehr ein, als wir essen können? Anscheinend schon. Denn in den Abfall kommen zum einen Lebensmittel, die zubereitet werden und später doch zu viel sind, und zum anderen auch solche, bei denen sich die Verbraucher vom aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum leiten lassen. Die gute und gleichzeitig die schlechte Nachricht ist also, der Großteil der verschwendeten Lebensmittel liegt in unseren Mülleimern zu Hause. Diese Erkenntnis ist vielleicht schwer zu verdauen, bedeutet aber auch, dass jeder selbst etwas gegen die Verschwendung tun kann. Plant eure Mahlzeiten im Voraus. Esst übrig gebliebenes am nächsten Tag oder friert es ein. Lasst euch vom Haltbarkeitsdatum nicht abschrecken und prüft das Produkt vor dem Wegwerfen. Am besten nicht hungrig einkaufen gehen und merkt euch, was ihr noch im Vorrat habt.